So. Also das willst du weiter benutzen? So. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ich stecke hier verschiedene Größen. Ich gehe jetzt davon aus, dass schwarz hier jetzt die Masse ist. Blinkt rechts, blinkt links. Bremse ist nichts. Ja, weil ich keinen Multimeter hier habe. Ja. Jetzt geht er. Das braune Original geht an das gelbe vom LED-Rücklicht. Das gelb-grüne, also das sieht man jetzt hier nur gelb, hier ist es gelb-grün, geht an das rote vom LED-Rücklicht. Das grüne geht ans schwarze. Hier Blinker links, grün ist Masse, geht an schwarz vom Rücklicht, vom Blinker. Dann das orangene geht ans gelbe und hier grün wieder Masse und das blaue hier ans gelbe. Wir haben jetzt alles miteinander verbunden. Wichtig für uns war jetzt, das hier ist ja der originale Rücklichtkabelbaum. An dem haben wir nichts abgepetzt oder einen anderen Stecker dran gemacht. Also es ist jederzeit wieder rückrüstbar. Hier haben wir sämtliche Steckverbindungen extra mit Schrumpfschlauch oder Schrumpfschlauch mit Isolierung noch innen drin eingeschrumpft, damit auch wenn Wasser dran kommt, nichts dran kommt. Also es ist sogar besser als original. Da hier seht ihr die normale Steckverbindung, die haben wir original auch. Die oxidiert oft und nun durch den Schrumpfschlauch kann halt gar kein Wasser, keine Oxidation mehr dran kommen. Ja, also wenn jetzt alles richtig angeklemmt ist, stecken wir den Stecker rein und es sollte funktionieren. Blinkt, ja. Kann man das Relais noch wechseln? Bremslicht geht. Andererseits auch. Ja. So, nur kurz anmachen.